I think a child needs love. Mit diesem Skript starte ich den inzwischen 5. Anlauf, eine mich sehr faszinierende Serie vorzustellen und euch ans Herz zu legen. Wahrscheinlich brauche ich mal einen anderen Ansatz. Vielleicht habt ihr mein altes Video gesehen, in dem ich Utopia reviewt habe. Das will ich heute nochmal machen und besser, weil ich finde, dass ich der Serie bei weitem nicht gerecht geworden bin. Vorab muss ich sagen, dass ich, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe, noch zu jung war, um die meisten Zusammenhänge zu verstehen und deshalb in gewisser Weise auf die Bildsprache, zu der ich später komme, reduziert war. Außerdem finde ich jetzt noch, nachdem ich die Serie mehr als zweimal auf Deutsch und auf Englisch gesehen habe, Elemente, Anspielungen auf Vergangenes und Hinweise auf Kommendes, die ich vorher nie bemerkt hatte. I've got the spoon now, Wilson. Calm down. Hauptsächlich geht es um den Comic. No, it's a graphic novel. Die Graphic Novel Utopia. Irgendwoher muss man den Namen ja haben. Und eine Gruppe von Fans, die sich wegen des angeblich existierenden zweiten Teils in der ersten Folge, die am Rande bemerkt eine sehr gute Pilot-Folge ist, treffen. Darf ich vorstellen, die besagten Protagonisten, bestehend aus Becky, Ian, I could lower my heart rate, pick locks, and if I was handcuffed to a radiator, I could escape by dislocating both my thumbs. Grant, I'm just a piece of shit. Wilson, What? I have, over the past 5 years, using various international laws, data protection acts, and internet know-how, wiped all trace of me from the world. No bank account, no bills, driver's license, nothing. Becky, hello, Becky. und Bijan. In der ersten Folge trifft man sich erst nur, wird dann aber gefoltert, von jemandem gejagt oder von der Polizei in U-Haft genommen. Und am Ende weiß man, wer Jessica Hyde ist. Neben den vier gibt es aber noch Michael, der sein eigenes privates Drama handeln muss, was aber erst später wichtig wird. Think this is game? We play game. Spy game. I have friends. Do mission for my friends, yeah? You do what we say, or I fuck your life.
Großen und Ganzen geht es um eine Organisation, die 95% der Menschheit sterilisieren will und so Utopia erschaffen will. I'm alone. I thought he was dead. Nearly. Lost the use of my arm. Nerve damage. Die Story, die wie ich finde zu komplex ist, um sie hier gut zusammenzufassen, ist aber nur ein Teil der Serie, der sie zu etwas Besonderem macht. Außerdem nicht der Teil, der mich gefesselt hat. Ich hing, als ich die erste Folge gesehen hatte, sprachlos vor dem Abspann und dachte nur, nochmal. Aber nicht so sehr wegen der Spannung, wie wegen der Bildsprache und der Musik. It's a medical report from the Prime Minister's personal physician. Ich habe, weil sie so extravagant ist, mal nachgesehen, wer die Musik von Utopia gemacht hat. Und der Typ, ich versuche gar nicht erst den Namen auszusprechen, hat auch die Musik zu Humans gemacht. Ihr werdet Humans wahrscheinlich auch nicht kennen. Das ist gut. Warum? Okay, kleiner Exkurs. Weil es eine bessere Version gibt. Ich habe durch einen Freund von Real Humans, einer schwedischen Serie, die 2012, also lange vor Humans auf Arte gezeigt worden ist, gehört und diese geguckt. Ich war sehr enttäuscht von Humans, weil alles bis auf die Musik, die auch irgendwie gezwungen klingt, poliert wirkt und dadurch sehr beliebig und sehr langweilig ist. Die Story ist dieselbe, aber der schwedische Charme fehlt. T'as toujours eu peur de la technologie. Je comprends très bien tes craintes, mais on vit une époque où tout est moderne. Bonjour. Hello? Who? Jede Rolle bis auf eine, die leider besonders zum Ende hin sehr platt und einseitig ist, sind alle anderen vielschichtig und bringen eine zwar für die Handlung, aber nicht für die Authentizität unwichtige eigene Note, einen echten Charakter mit. Zwischen der ersten und zweiten Staffel liegen in der Story einige Jahre, in denen sich jede Person entwickelt, verändert hat. Die jungen, aber auch die alten Rollen. Was wirklich bemerkenswert ist, dass es klare Parallelen gibt zwischen dem jungen Grant und dem in der Pubertät steckenden Tyrannen, weil der Schauspieler wirklich in der Zeit gealtert ist, aber auch zwischen einem ausgewachsenen Mann und ihm als Baby. Where is Jessica Hyde?
Utopia hat eine sehr außergewöhnliche Bildsprache. Was zuerst auffallen wird, sind oft sehr gerade Perspektiven und ruhige Kamerafahrten. Was aber dann über längere Zeit sichtbar wird, ist, dass alles wie ein Comic erzählt ist. Besonders die sehr gut für Utopia sprechende Öffnungssequenz, die ironischerweise in einem Comicbuchladen spielt. We're closed. We're closed. What? No, look, we're closed. What are you doing? Come here a minute. You had this. Where is it? What's the matter with you? I just said we're closed. An einer anderen Stelle, an der Perspektiven im beurteilenden Sinn wichtig und besonders werden, ist bei der Aufteilung von Gut und Böse. Man sieht nicht permanent nur die Seite der Guten und kann nur deren Taten nachvollziehen. Einem werden stattdessen beide Seiten zum gleichen Grad nachvollziehbar präsentiert. Man entdeckt über Zeit immer mehr Beweggründe, obwohl diese extrem kalt und brutal dargestellt wird, der Gegenseite zuzustimmen oder ihr wenigstens Recht zu geben. We will have created utopia. But if those three men walk out of that room knowing who I am, then in all probability, all of that disappears. Hey. No, look, Melanie, can we just talk about this a minute? 'Cause I can't. I need you, Wilson. I need someone. I wish I could leave you as that beautiful boy that I met, but I can't. No, I can't. I just can't. If I am chosen, I will receive a call. The moment I do, I shall walk out of my life. I will go into hiding until just 9 days before V-Day, when I'll go to a car park in Denham. A car will be waiting. It has been adapted to store a canister that will have been slowly coming down in temperature for nearly 90 days. When I get there, what's inside the canister will be thawed, ready for release. Do you know what's inside? Yeah. Inside is an extremely deadly variant of Russian influenza. I will take it to a crop duster at Denham Airfield, which I'll fly over a 35 square mile area, releasing the virus onto those below. I will repeat this at 4 other as of yet undisclosed locations all over the world. Does it bother you that we're going to release a deadly virus? Well, we have a vaccine. Many will die before it works. You will have killed them. But I will have saved everyone. You worried about dying? Chances are you will be infected. No, I'm not worried about dying at all. I'm gonna save the world. Ich kann das hier gar nicht weit genug ausführen, aber ein YouTuber namens Screen Vortex, den ich über Utopias Subreddit gefunden habe, schon. Er behandelt die Kamera der Miniserie auf sehr sachlicher Ebene, spricht unter anderem über die zuvor bemerkte Symmetrie und Farbgebung und gibt meiner Meinung nach einen wirklich guten Einblick. Ich habe zwar immer noch nicht das Gefühl, der Serie ausreichend nachgekommen zu sein, kann aber als letzten Versuch nur noch dazu aufrufen, Utopia zu gucken. Leider wurden die ursprünglich geplanten Staffeln 3 und 4 abgesetzt. War wohl nicht familienfreundlich genug.
in the gym.